Was geht, meine Freunde? KobeBjoern ist am Start. Heute mit den 4 Stufen des Derrick Rose. I love Derrick Rose. Die Jungs auf Patreon haben abgestimmt und Derrick Rose hat knapp vor Jason Kidd gewonnen. Wir sprechen heute über ein absolutes Ausnahmetalent, das uns bis 2012 seine übermenschliche Athletik und elitären Scoring-Fähigkeiten zeigen konnte. Ein Spieler, der innerhalb von 3 Jahren zum Rookie of the Year, All-Star und MVP der Regular Season gewählt wurde, aber trotzdem in den Köpfen der NBA-Fans immer zuerst als tragisches Verletzungsopfer in Erinnerung bleiben wird. Derrick Rose war, wie viele Spieler aus dieser 4-Stufen-Serie, einer der Lieblingsspieler meiner Jugend, ein Vorbild auf und abseits des Feldes. Deshalb tut es natürlich extra weh, dieses Video zu machen. Trotzdem gucken wir uns heute seine bisherige Karriere an. Danke an der Stelle nochmal an alle Patreons, die dieses Video möglich gemacht haben. Wenn ihr da draußen den Kanal auch unterstützen wollt, dann könnt ihr die Seite gerne mal auschecken. Dort gibt es viel cooles Behind-the-Scenes-Material rund um den KobeBjoern-Kanal und zusätzlich unterstützt ihr halt meine Arbeit, ist also ein Win-Win für uns alle. So, jetzt aber auch genug gelabert, lasst uns direkt anfangen mit den 4 Stufen des Derrick Rose. Nummer 1, Rookie of the Year. Spoiler, 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 Derrick Rose wurde in seiner Rookie-Saison auch zum wertvollsten Rookie des Jahres gewählt. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Aber keine Sorge, Männer, diese Auszeichnung ist eigentlich nur eine Randnotiz. Vielmehr wollen wir uns in dieser ersten Stufe angucken, wie Derrick Rose damals in die NBA gekommen ist und vor allem, was für einen Impact sein Game auf die Fans und Spieler um ihn herum hatte. Am 26. Juni 2008 wurde Derrick Rose mit dem ersten Pick von den Chicago Bulls verpflichtet. Das war wenig überraschend, nachdem Derrick seine Competition schon in der Highschool komplett zerfetzt hat. Ich zeige euch hier mal schnell meinen absoluten Lieblingsclip von ihm. Ich weiß, die Quali sackt, aber so haben wir damals das erste Mal von diesem jungen Derrick Rose erfahren. Here we go again, Derrick Rose. The 1 meal, showtime. 6th turnover in the game for Washington. Do it, do it. Here it is again. Unbelievable, Derrick Rose, another steal. Identity foul. And that's something you very seldom see from Derrick Rose, is emotion. Did you see the emotion afterwards? He's fouled, but he's so strong, the defender bounces off of him. Rose says, get out of the way. What the fuck? Back-to-back unmenschliche Dunks von einem 16-Jährigen, aber D-Rose war viel mehr als nur ein athletischer Freak of Nature. Er wusste, wie man scored und so konnte er sein College-Team aus Memphis gleich im ersten Jahr bis ins NCAA-Finale führen. Kurz vor Ende versenkte er auch noch die wichtigen Freiwürfe, um sein Team mit 3 Punkten in Führung zu bringen, aber dann kam Mario Chalmers oder wie Dwayne Wade sagen würde, Mario fucking Chalmers und traf diesen Dreier zur Overtime. In der Verlängerung verlor Derricks Team den National Title, aber trotzdem wurde sein Name bei der 2008er Draft als erstes ausgesprochen. Derrick Rose geht nach Chicago, seine Heimat, die Stadt, in der er aufgewachsen war, und nicht nur das, seit über 30 Jahren hat es keinen Point Guard mehr gegeben, der an Nummer 1 gedraftet wurde. Derrick Rose, aka der neue Hoffnungsträger aus Chicago. Die Bulls hatten in der Saison vor Derrick nur 33 Spiele gewonnen und die Playoffs verpasst, aber mit dem Hometown Hero ging es direkt bergauf. Chicago gewann 41 Spiele, zog in die Playoffs ein und Derrick sicherte sich die Rookie of the Year Trophäe. Starke 17 Punkte, 6 Assists und sogar 4 Rebounds standen für ihn am Ende der Saison auf dem Statistikbogen. Dazu schoss er noch starke 47% aus dem Feld. Gekrönt wurde die Rookie-Saison mit dem Einzug in die Postseason, wo er sich mit seinen jungen Bulls gegen die etablierten Boston Celtics die vielleicht beste Playoff-Serie aller Zeiten lieferte. 7 Spiele, 1 härter umkämpfter als das andere. In 4 der 7 Spiele reichte die reguläre Spielzeit nicht aus. In Spiel 2 gab es Double Overtime und in Game 6, als Chicago mit dem Rücken zur Wand steht, forcieren Derrick und seine Teammates 3 Verlängerungen und gewinnen das Spiel am Ende mit einem Punkt Unterschied. Diese Serie war so krank, dass wir sie in einer
einem zukünftigen Video mit Sicherheit mal analysieren werden. In Game 7 mussten sich die jungen Bulls dann aber doch geschlagen geben, aber das war vollkommen egal. Derrick Rose hatte sich der Basketballwelt präsentiert, Rookie of the Year, die Bulls mit seinen Teammates in die Playoffs geführt und dort eine Serie für die Ewigkeit abgerissen. Wie sollte er das in den nächsten Jahren noch überbieten können? Dazu gucken wir uns jetzt zusammen die nächste Stufe an. Nummer 2. MVP. Für diese Stufe werde ich ein paar Szenen eines meiner allerersten Videos verwenden. Das hieß damals der jüngste MVP aller Zeiten, Derrick Rose 2011, und beschreibt diese zweite Stufe in Derricks Karriere eigentlich perfekt. Als Derrick Rose 2010 gefragt wurde, was sein Ziel für die kommende Saison wäre, da hatte er eine klare Antwort. Warum nicht MVP? Warum nicht der beste Spieler der Liga? Solltet ihr Derrick Rose erst seit seinen Verletzungen kennen oder einfach vergessen haben, wie krass dieser Junge war, bevor seine Knie das Haltbarkeitsdatum überschritten haben, lasst mich euer Gedächtnis schnell auffrischen. Derrick Rose war in seinen ersten 3 Jahren ein Remix aus Russell Westbrook und Kyrie Irving. Athletischer und schneller als jeder Point Guard, den wir je zuvor gesehen hatten, dazu unfassbar stark im Zug zum Korb und in der Zone so kreativ und vielseitig wie kein anderer. Dazu hat er eine so unglaublich explosive Sprungkraft, dass er in Traffic über jeden Center stopfen konnte. Und falls ihr euch jetzt denkt, ja, wenn dieser Derrick Rose damals wirklich so krass war, dann kann er doch ruhig sagen, dass er MVP werden will, dann müsst ihr wissen, dass der Teamerfolg für das MVP-Voting damals noch viel wichtiger war als heute. Also man musste Erster oder Zweiter in seiner Conference werden, um überhaupt eine Chance auf den MVP zu haben. Und 2011, da war der Osten alles andere als wack. Wir hatten die neu geformte Boyband in Miami, The Big Four in Boston und die Orlando Magic, damals noch mit Prime Dwight Howard. Das Einzige, was den Bulls 2011 garantiert war, waren die Playoffs. Der erste oder zweite Platz in der Conference, get the fuck out of here, das war ein Wunschtraum und nicht mehr. Aber trotz der starken Konkurrenz von allen Seiten konnte Derrick Rose wirklich allen Kritikern das Maul stopfen. Er hat die Bulls zu einer unglaublichen 62-20 Bilanz und damit zum besten Ergebnis der NBA geführt. Die Bulls haben dank Rose 21 Spiele mehr gewonnen als im Vorjahr und über die Saison hatte er 25 Punkte, 7,7 Assists, 4 Rebounds und einen Steal aufs Parkett gelegt. Und das ohne große Hilfe im Team zu haben. Die Bulls konnten in den meisten Spielen nur als Sieger vom Platz gehen, weil sie immer wieder vom alles überragenden Derrick Rose getragen wurden. D-Rose war in dieser Saison einfach Herz und Seele des Teams. Er war der Leader und musste Spiele oft im Alleingang gewinnen. Also er hatte 34 Punkte gegen LeBron James und die Miami Heat, 42 gegen die Big Three plus Kawhi in San Antonio und 39 gegen Defensive Player of the Year Dwight Howard und die Orlando Magic. Die Offensive der Bulls war 2010 noch auf dem 27. Rang in der NBA. In Roses MVP-Jahr 2011 hatte er sie auf den 11. Platz geführt. Einfach mal 16 Stellen hochgerutscht, obwohl das halbe Team verletzt war. Ich glaube ganz ehrlich, es ist unmöglich, den wahren Wert von D-Rose für diese Saison zu ermitteln. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Derrick damals erst 22 Jahre alt war und in seinem 3. Jahr in der NBA. Wenn ich mir dieses verletzungsgeplagte, schlecht besetzte Bulls-Team von damals anschaue, bin ich nicht mal sicher, dass sie ohne ihren MVP die Playoffs geschafft hätten, denn für den Playoff-Einzug hätten sie 2011 37 Siege oder mehr gebraucht und ich bezweifle ganz ehrlich, dass sie das geschafft hätten. Beim Recherchieren für das Video habe ich auch gesehen, dass es scheinbar eine Menge Leute gibt, die glauben, dass LeBron den MVP 2011 hätte gewinnen müssen, weil seine Stats mit 27 Punkten, 7 Rebounds und 7 Assists besser als die Zahlen von Derrick waren, aber das ist einfach absoluter Bullshit und man kann jedem dieser Hater mit einem einzigen Satz das Maul stopfen. LeBrons Shooting Guard in Miami hieß Dwayne Wade, Derricks Shooting Guard hieß Keith Bogans. Case closed. So, und damit sind wir wieder in der Gegenwart angekommen. Derrick Roses MVP-Saison war einfach nur unglaublich. Ihr müsst euch Derricks Impact auf die NBA damals etwa so vorstellen wie Stephen Curry 2016. Man hatte einfach bei jedem Spiel das Gefühl, etwas noch nie Dagewesenes zu sehen. Diese Kombination aus Athletik, Ballbeherrschung und Treffsicherheit gab es bis zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht im Basketball und deshalb wird
wird 2011 MVP Derrick Rose mir auch für immer im Herzen bleiben, denn seine Spielweise hat, wenn auch nur für eine kurze Zeit, die Point Guard Position maßgeblich geprägt. Und damit kommen wir jetzt aber auch zur nächsten Stufe. Nummer 3, Verletzungsopfer. Leider kennen wir alle die Geschichte von Derrick Rose und daher kommen wir nicht daran vorbei, über den Niedergang einer der besten Point Guards überhaupt zu sprechen. Nachdem Derrick 2011 die Liga im Sturm erobert hatte, nachdem er den MVP gewonnen, die Bulls ins Eastern Conference Finale geführt und sich bereit machte, einer der besten Spieler der Welt zu werden, passierte es. Am 29. April 2012 in der ersten Playoff-Runde war Spiel 1 eigentlich schon gelaufen. Die Bulls führten 1 Minute vor Schluss mit 12 Punkten gegen die Sixers und dann passierte es. D-Rose zieht in die Zone, springt mit beiden Beinen ab und reißt sich in diesem Moment das Kreuzband. Rose came down bad on his left foot. See him holding on to his knee and down. He was flying and he came down wrong on the left foot. Now whether it was an ankle or a knee, I do not know. There's Coach Collins out there and all his teammates running. And this, with the injury, we just talked about the 26 games he has missed with an assortment of injuries and now holding a knee late in a game that is already decided for all intents and purposes. Damn, das ist der Moment, in dem uns MVP Derrick Rose für immer von den Basketballgöttern genommen wurde. Um ehrlich zu sein, kann ich mir diese Bilder kaum anschauen. In dem Move stecken so viele Fragen, so viele What-Ifs. Am dringendsten ist natürlich die Frage, warum Derrick überhaupt noch auf dem Feld stand, 1 Minute vor Schluss und die Bulls führen mit 12. Warum steht er auf dem Feld? Genau aus diesem Grund wechselt man Bankspieler ein, sobald das Spiel entschieden ist. Du willst einfach Verletzungen verhindern, aber wie wir sehen können, kam es an diesem 29. April 2012 leider anders. Derrick verpasste die Playoffs und die komplette nächste Saison. Keinen Fuß setzte er in dem Jahr auf das NBA-Parkett. Trotzdem waren die Fans optimistisch. Ein 23-jähriger athletischer Freak mit unendlich viel Zeit und bis dato starken Beinen. Klar kommt er wieder zurück. Nach über einer Saison warten kam Derrick von seiner Verletzung zurück. Die ersten Saisonspiele waren natürlich schwer, der Erwartungsdruck, die Verletzung im Hinterkopf. Man konnte sehen, dass er in diesen ersten Spielen noch nach seinem Game suchte. Ganz langsam fand er dann seinen Rhythmus, bis er dann im nur 10. Saisonspiel wieder vom Schicksal geprüft wurde. Diesmal war es das andere Knie. 2 Tage nach diesem Spiel wurde Derrick wieder operiert und wieder war er für die komplette Saison draußen. Wie bitter das alleine schon sein musste, kommst du von einer MVP-Saison und spielst dann einfach mal innerhalb der nächsten 3 Jahre nur eine volle Saison. Die restliche Zeit bist du mit schmerzhafter Reha beschäftigt, um irgendwie wieder an deine alte Form ranzukommen. Nachdem die Knie repariert waren und Derrick zur nächsten Saison zurückkam, begannen plötzlich die Knöchel- und Sehnenprobleme zu machen. Von 82 Saisonspielen konnte er nur 51 bestreiten. Natürlich wirkten sich die langen Verletzungspausen auch auf sein Game aus. 18 Punkte bei 40% aus dem Feld konnte er in der Saison 2014-2015 verbuchen. Natürlich nicht schlecht, aber für einen 26-jährigen Elite-Point Guard einfach kaum der Rede wert. Die Bulls waren auch überhaupt nicht mehr zufrieden mit ihrem ehemaligen Superstar, vor allem weil sie Derrick pro Saison knapp $20 Millionen bezahlten und daraus nicht wirklich das erhoffte Ergebnis erzielen konnten. Nachdem Chicago 2011 im Eastern Conference Finale gestanden hatte, schafften sie es nämlich in den folgenden 3 Jahren nur einmal überhaupt in die zweite Playoff-Runde. Derricks Gesundheit war zu einem unkalkulierbaren Risiko gereift. Wenn er auf dem Feld stand, wusste niemand, ob oder wie lange er wieder gesund bleiben würde. Bevor wir jetzt zur nächsten Stufe gehen, will ich einmal betonen, wie schwer diese Jahre für Derrick gewesen sein müssen. Wenn du nichts mehr liebst als Basketball zu spielen und darin auch noch einer der Besten der Welt bist, dann müssen diese Verletzungspausen wirklich die reinste Folter sein. Daher massive Props an ihn, dass er immer wieder zurückkam, immer wieder den Rehabilitationsprozess durchgemacht hat. Einfach nur krass, einfach nur tough. Und nach diesen schwierigen, verletzungsgeplagten Bulls-Jahren gucken wir jetzt in eine vermeintlich positivere Zukunft. Nummer 4.
Globetrotter Derrick. Wir hatten in den 4-Stufen-Videos schon oft als letzte Station die Globetrotter. Meistens ging das in die Richtung, dass Spieler am Ende ihrer Karriere anfangen, von Team zu Team zu springen, um dort noch ein paar Ringe abzugreifen. Bei Derrick ist die Situation allerdings anders. Zum einen, weil er seine Globetrotter-Phase schon mit 28 Jahren beginnen musste und vor allem, weil er nicht versuchte, krampfhaft irgendwo Championships zu gewinnen. Stattdessen stand er jede Nacht auf dem NBA-Parkett, um zu beweisen, dass er immer noch Basketball spielen konnte. Als erstes wurde er von Chicago nach New York getradet. Dort legte er zur Überraschung aller eine seiner besten Spielzeiten überhaupt hin. 18 Punkte legte er im Schnitt auf und traf das erste Mal seit 6 Jahren wieder über 45% seiner Würfe. Er wurde zwar auch hier immer wieder von kleineren Verletzungen gequält, aber er sah trotzdem gut aus auf dem Feld. Diese Saison in New York haben damals aber nicht viele Fans mitbekommen, weil sie Derrick einfach schon abgeschrieben hatten. Aber wenn man sich mal die Highlights anguckt, dann kann man seine Klasse nach wie vor sehen. Nach seiner Saison in New York war der 5-Jahres-Deal, den er ursprünglich mit den Bulls unterschrieben hatte, abgelaufen. Derrick hätte bei jedem Team für, ich schätze mal, zwischen 8 und 12 Millionen Dollar pro Jahr signen können. Stattdessen ging er aber für das Minimum von 1,5 Millionen Dollar nach Cleveland, um dort nach eigenen Angaben endlich mal um den Titel spielen zu können. Aber wieder waren es die Basketballgötter, die Derrick Roses Charakter testen wollten. Schon im zweiten Saisonspiel knickte Derrick nach einem Foul um und verletzte sich am Knöchel. 5 Spiele setzte er aus, dann kam er wieder für 5 Spiele zurück, war dann aber doch wieder 2 Monate verletzt. Insgesamt stand Derrick in 53 Spielen nur 25 Mal auf dem Feld. Diese Zeit bei den Cavs hat mich echt am meisten getroffen, wenn es um Derricks Karriere geht, denn er hat so hart gearbeitet, sich immer wieder rangekämpft und vor allem hat er, wenn er gesund auf dem Feld stand, wirklich gut gespielt. Also mit einem gesunden Derrick Rose wäre ich 20 Mal lieber in den Finals gestanden als mit George Hill, aber die Cavaliers konnten Derrick nach den ganzen Verletzungen und wohl auch internen Problemen einfach nicht mehr gebrauchen und tradeten ihn direkt zur Deadline nach Utah. Die Jazz entließen Derrick aber auch sofort und so konnte er in Minnesota unterschreiben. Bei den Timberwolves spielte er in der Saison dann relativ unauffällig als Backup-Point Guard, ohne viel Aufsehen zu erregen, aber in den Playoffs zeigte er die Derrick Rose-Version, die sich die Cavs so dringlichst gewünscht hatten. 14 Punkte und 3 Assists pro Spiel bei richtig starken 50% aus dem Feld und sogar 70% von der Dreierlinie. Die Leute haben Derrick Rose mittlerweile vielleicht vollkommen abgeschrieben und werden ihn in einem kleinen Markt wie Minnesota vermutlich auch schnell vergessen, aber merkt euch, dass der Junge immer noch erst 28 Jahre alt ist und in den Playoffs gegen Houston verdammt gut aussah. Also vielleicht haben wir doch noch die Chance, irgendwann Derrick Rose bei einem Contender zu sehen, wo er wichtige Minuten von der Bank bringen könnte. Ich meine, wie viele Jahre war Sean Livingston verletzt und hat versucht, seine alte Form wieder zu finden. Heute ist er dreifacher Champion. Ich will also nicht ausschließen, dass Derrick immer noch eine lange Karriere vor sich hat, in der er hoffentlich Erfolge feiern wird, denn ich habe selten einen so vom Pech verfolgten jungen Spieler gesehen, der sich trotzdem durch jede Verletzung gekämpft hat, egal wie aussichtslos die Situation auch schien. Und das waren jetzt auch die 4 Stufen des Derrick Rose. Ich will einmal Danke an euch alle sagen, dafür, dass ihr den Kanal schon so lange begleitet und wir mittlerweile auf über 17.000 Basketballfans angewachsen sind. Das ist einfach nur ridiculous. Ein besonderer Grund gilt, wie gesagt, auch den Patreons, die dieses Video möglich gemacht haben. Falls ihr da draußen den Kanal auch unterstützen wollt, dann schaut gerne mal auf meiner Patreon-Seite vorbei. Dort findet ihr immer cooles Behind-the-Scenes-Material rund um den KobeBjoern-Kanal. Schaut also gerne mal rein, es lohnt sich. So, und das war es jetzt leider auch schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace!